Willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den MX5 und heute werde ich den MX5 ein bisschen weiter auseinanderbauen. Nachdem jetzt die Frontscheibe raus ist und hier die ganzen Sachen einmal abgeschliffen wurden und versiegelt wurden, werde ich jetzt hingehen und im Prinzip ja einmal alles rausräumen. Sprich alles, was sowieso ersetzt werden muss oder was sowieso raus muss, weil ich die Seite hier neu machen muss, wird jetzt einmal rausgebaut. Also sprich hier, das hier alles, der ganze Kabelbaum wird natürlich rausgezogen bis da vorne hin irgendwo. Ich weiß nicht, wo der jetzt genau hingeht, ob der jetzt irgendwie zum Sicherungskasten geht oder ob der hier oben noch weiter hingeht. Gebläse werde ich auch rausnehmen, weil da habe ich höchstwahrscheinlich genug Ruß drin und warten nicht alle. Ich denke mal, dass ich das ersetzen werde. Ja, ansonsten alles, was jetzt nicht irgendwie beschädigt ist oder sowas, sprich das Steering Column, wie auch immer es auf Deutsch heißt, kommt nicht raus. Unten die Pedale und sowas, das kommt nicht raus. Und ja, hoffentlich hier vorne der Kabelstrang bzw. der Kabelbaum. Ich will hoffen, der kann auch so an sich drin bleiben. Steuergeräte hinten, das kommt auch noch raus, weil das hat höchstwahrscheinlich sehr viel Wasser gesehen. Und da muss ich nochmal gucken, ob das irgendwie noch funktioniert. Ja, und ansonsten hinten natürlich der Kofferraum. Den muss ich einmal komplett leer räumen, aussaugen und dann ein bisschen vernünftiger hin tun. Hier vorne, Moment, kann ich das am besten zeigen. So, das hier muss natürlich auch raus, genauso wie der hier und der hier. Ich werde im Prinzip einmal jetzt alles so weit rausbauen, genauso wie die Heckschutzstange und diese Verdeckung oder diese Abdeckung. Das werde ich auch noch irgendwie da versuchen abzumachen, gucken, wie gut ich das noch abkriege. Und ja, im Prinzip wie das Auto einmal komplett bis aufs Chassis komplett auseinandergebaut. Hier unten, das bleibt noch alles dran, weil ich muss das Auto noch aus dem Zelt hier woanders hin tun. Deswegen Reifen müssen hier bald auch noch wieder drauf und dann kommt der dahin, wo dann dieses Seitenteil und beziehungsweise diese Seite hier ausgetauscht wird. Ja, ich mache jetzt erstmal den Kabelbaum raus, das hier raus und dann mal gucken, was ich alles entfernen muss. So, das Ganze, was auf dem Boden liegt, ist jetzt endlich raus. Hier vorne der Kabelbaum ist raus, hinten ist alles raus, zeige ich aber gleich. Ja, der Kabelbaum ist relativ easy rausgegangen. Der verläuft einmal hier vorne lang, geht dann hinten in den Kofferraum rein. Da habe ich gesehen, dass ich das hier alles gar nicht austauschen muss, zum Glück, weil das wäre, glaube ich, eine Katastrophe gewesen. Denn der Kabelbaum, der hier lang verläuft, geht einfach nur auf den Stecker drauf. Also muss ich im Prinzip den Kabelbaum hier einfach haben, der einmal bis da hinten hingeht. Was genau da dran ist, weiß ich nicht, weil ich denke mal, dass da hinten die Lampen dran sind und noch irgendwas, keine Ahnung. Hier vorne, wo die Klappe bzw. der Hebel war für diese Klappe da vorne, der ist natürlich auch kaputt. Den muss ich auch neu haben, aber das ist ja nur so ein Bautenzug. Das ist ja nicht das Schlimme. Das hätte ich auch ausgebaut. Muss halt komplett neu. Dann hinten ist jetzt auch, außer der ganze Schrott, der noch drin ist. Das hier ist übrigens die Lasche hinten, also zum Aufmachen des Kofferraums. Da ist noch so ein bisschen Dreck drin, muss ich irgendwann mal ein bisschen sauber machen. Höchstwahrscheinlich dann, wenn ich das hier austausche. Hinten diese Platte ist ab, die liegt hier vorne auch noch. Heckschutzstange mache ich jetzt noch nicht ab, weil ich habe hier einfach zu wenig Platz, weil hier liegt auch der Kofferraum bzw. das Hardtop. Und ich will hier jetzt nicht alles zumüllen, das kommt erst ab, wenn das hier wirklich abgeschnitten wird. Ansonsten, da vorne ist auch alles raus. Hier vorne gingen auch ein paar Kabel lang, die sind komplett raus. Hier ist alles komplett leer. Dann das Ding. Hier, wo normalerweise die Antenne ist, das habe ich schon rausgeschraubt.
Und ich denke mal, dass ich im Endeffekt hingehe, weil die Antenne werde ich sowieso niemals wieder brauchen. Und die sah schon immer nicht so ultra geil aus. Werde ich, glaube ich, hingehen. Und hier, weil der muss ja sowieso einmal komplett lackiert werden, werde ich jetzt die Chance nutzen und das Loch einmal zumachen. Sprich, von innen einfach ein Blech reinschweißen und dann einmal überspachteln, sodass der halt von hinten so komplett clean ist. Sieht, glaube ich, ganz geil aus, weil hinten diese... Ich hatte ja immer so eine bis hierhin so eine kleine Antenne dran, die irgendwie so schief hing. Weiß nicht, sah nicht so ultra cool aus, deswegen hier werde ich das dann zuschweißen. Hier muss ich diese Sachen, also da an dem Dom, sage ich jetzt mal, habe ich natürlich auch alles entfernt. Sprich, das sieht jetzt so aus und sah mal vorher so aus. Hier mit dem Anschnaller und sowas. Der musste da komplett raus, weil der ist da ja, also da ist der Sicherheitsgurt und sowas, das ist ja alles weggeschmort. Konnte ich hier noch drin lassen. Die Abdeckung habe ich hier aber abgemacht, um das Kabel rauszuziehen. Das Kabel, was dann einmal hier vorne hinging, ich glaube es ging einmal zur Masse oder sowas. Das muss ich einmal abmachen und das Kabel liegt hier vorne auf dem Boden. Und irgendwie ging das nur hier vorne mit einem Kabel hin, mit einem Kabel, was hier vorne an den Vakuumklemmen war. Ich habe keine Ahnung, ob das so richtig war. Falls jemand da mehr weiß, was hier für ein Kabel lang verläuft und ob das nur ein Kabel war, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es jetzt so direkt nicht mehr. Habe ich auch noch nie so wirklich auseinandergenommen. Deswegen bei mir ging hier nur ein Kabel lang. Das hier war aus irgendeinem Grund, also das ist so ein Kabelkanal, das war aus irgendeinem Grund auch komplett leer. Ich denke mal nicht, dass die von Mazda serienmäßig komplett leer hier drin sind. Ja, was ist noch raus? Hier vorne, Lüftergebläse ist komplett raus. Hier ist ja das Gebläse und hier kann man dann einmal einstellen, wo man das hinpusten möchte. Genauso wie der Wärmetauscher ist da auch. Die sind komplett rausgeflogen, liegen da vorne. Aber die kommen auch wieder rein. Da vorne, das Steuergerät, das habe ich jetzt noch nicht aufgemacht. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal mit auf. So, ich habe mal das Steuergerät aufgemacht, weil es mich doch ein bisschen interessiert hat, wie es aussieht. Und das sieht so an sich sehr, sehr gut noch aus. Das sieht irgendwie so aus, wenn da einfach gar kein Wasser reingekommen ist. Wenn man sich die ganzen Bauteile hier ansieht, sieht das alles noch vollkommen okay aus. Ich denke mal, ich werde das einfach so anschließen und dann einfach mal gucken, was das Steuergerät sagt. Weil an sich könnte ich da jetzt nichts feststellen, dass das irgendwie kaputt ist, und solange das nicht angemacht wurde, beziehungsweise solange da kein Strom drüber geflossen ist, während das klatschnass war, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich denke, dass ich das nochmal mitnehmen werde und dann die komplette Platine einmal sauber machen werde, aber so an sich sollte das Ding eigentlich wieder funktionieren. Das wäre dann das zweite Mal, dass das Teil komplett voller Wasser stand. Einmal beim Brand und einmal, wo das Steuergerät gerade neu ausgebaut hatte, das hier vorne liegen hatte und da Wasser drauf getropft ist. Offen natürlich. Aber es hat bisher sehr gut durchgehalten. Wollen wir mal gucken. Und da habe ich es übrigens auch noch angemacht. Also da habe ich das Steuergerät angemacht, als das Ganze hier voller Wasser lag. Also das Steuergerät hat schon was mitgemacht. An sich ist das Auto jetzt komplett leer. Also die Teile sind erstmal komplett leer. Ich denke mal, am nächsten werde ich da vorne beigehen, damit das Rostloch einmal komplett wegkommt. Hier vorne, die Isolation werde ich, glaube ich, hier vorne, also das hier werde ich wegnehmen. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich da alles wegnehmen werde. Ja, das war's dann jetzt mit dem Video. Ich habe den jetzt im Prinzip so weit, dass ich ja nicht mehr viel weiter was auseinanderbauen muss. Ich müsste vielleicht noch vorne einmal die Lenksäule und sowas auseinanderbauen. Aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es überhaupt auseinandergebaut werden muss. Für alle Arbeiten, die ich jetzt machen muss, zum Tauschen da hinten, also zum Seitenteil tauschen und zum Schweißen da unten, da muss nicht noch mehr auseinandergebaut werden. Vielleicht, wie gesagt, die Lenksäule da unten und da vorne noch so ein bisschen von dem Dämmmaterial. Aber ansonsten kann ich das einfach irgendwas vorlegen oder sowas. Dann kann ich da unten auch das Loch schweißen. Und um die Seite da hinten zu tauschen, ja, da ist so ziemlich jetzt alles auseinandergebaut, was ich auseinanderbauen kann. Und dann würde ich sagen, das war's auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch geben. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.